zu kommt einer zu uns, der irgendwie das Zeug dazu hätte, clean zu werden. James Bowen ist ein obdachloser Straßenmusiker. Ich denke, das ist deine letzte Chance. Er ist ganz unten angekommen, als ihm eine engagierte Sozialarbeiterin eine kleine Wohnung und ein Methadon-Programm vermittelt. Ich will clean werden, ich will einfach richtig leben. Allein kannst du es nicht schaffen. Während er sich durch die Qualen des kalten Entzugs kämpft, steigt bei ihm ein verletzter, unbehauster Kater ein, der für das künftige Leben des Musikers wichtig werden wird. Hey, Kleiner. Hat Bob ihr Leben oder haben sie seines gerettet? I think it's a bit of both, definitely. I certainly didn't see my life going anywhere before I met Bob. It felt very stagnant, and Bob definitely gave me a reason to start changing my life and finding another way. So, yeah, I think it's a bit of both. Und es ist eine wahre Geschichte. Komm schon, das ist doch dumm. Was habe ich gerade gesagt? Hör mal, du wirst noch überfahren. Hey, es ist hier nicht sicher für dich. Ich meine es ernst. Du kannst wirklich nicht mitkommen. Na los, geh wieder auf die Wiese. Was ist so besonders an Katzen? Cats are their own people, aren't they? You know, they're very much their independent creatures. You know, so no two cats are the same. So Bob, especially, he just absorbs this unique personality. Was machst du denn hier? Hey, du hast hier gar nichts verloren. Oh, ist der aber süß. Hey, willst du dich hier draufsetzen? So los. Hier hast du eine tolle Aussicht. Es ist dieses fürs britische Kino charakteristische Interesse am realen Leben. Nur diesmal eben mit Katze. Weiß er, dass er keine gewöhnliche Katze ist? Oh, definitely. He knows he's not an ordinary cat. What other cat gets to go flying and things like that. And every time we go to, every time we stay in a hotel, it's like this hotel room's mine now, and this hotel room's mine. So yes, he loves traveling, and he's very unusual. Usually, you put a cat in a carrier and they start crying. You put him in a carrier and he's like, oh yes, we're off somewhere exciting. So. Gut gemacht. He was pretty much a very talented acting cat. François Truffaut hat in seinem Film Die amerikanische Nacht dringend abgeraten, mit Katzen zu filmen. Wie aber war es mit Bob? Er ist schließlich in fast jeder Einstellung zu sehen. Ein völlig entspannter Kater mitten im hektischen Filmgetriebe. Für Bowen fand man in Luke Treadaway den geeigneten Darsteller. Für den Kater jedoch gab es, auch nach ausgiebigem Katzencasting, keinen Ersatz. Hier spielt der Original-Bob. Weißt du, was hier passiert ist? Luke Treadaway did an incredible job playing me. We spent a lot of time together on the... We spent a lot of time together. He wants to explore the room, so he was very dedicated to getting it right, and I was very happy with his portrayal because I'd written the book, and then they'd written the screenplay, and then the director had made his version of it. It was like sort of like, for me, looking at a painting of a painting of a painting. I can relate to it even though it is based on my life. War es nicht riskant, dass dies nicht nur ein netter Katzenkuschelfilm hätte werden können? Well, I don't think it could be called just a nice pet movie because we do deal with other subjects in there. And that is very strongly what I wanted to make clear is it wasn't all going to be cutesy and fluffy. There were going to be some dark points in there. I mean, obviously we had to make it family friendly, but still have those moments so parents could explain to their children what was going on there. So, yeah, it's definitely not just another cat movie. Hat's Ihnen gefallen? Als wäre ich selbst dabei gewesen. Gut. Okay. Und das britische Kino ist immer auch sozial relevant. I think that's probably one of the great things about modern British film is they do really bring out as you say, social relevance to a lot of situations that people don't know about before. I mean, people did not know about so many things that I talked about in my books, and they come up to me all the time and say, I never knew this or I never knew that. And it's like, well, for me, it was always common knowledge, but it's just great to be able to open people's eyes and ears to these things that they didn't know about before.